Die Hungrigen mussten lange warten, aber an diesem Wochenende konnten wir sie wieder versorgen. Die Eier kamen am Freitag im Laufe des Vormittags, aber beim Reis haperte es am Transportfahrzeug. Spät am Abend kam dann der Geschäftsführer selbst mit seinem privaten Pick-up damit an, aber er musste zweimal fahren, um alles anzuliefern. Egal, Hauptsache der Reis ist da. Nächster Morgen. Die Reis- und Eiercrews hatten das Abpacken nicht verlernt und machten sich am frühen Morgen mit Eifer an die Arbeit und hatten sich dabei viel zu erzählen. Wie immer kamen die Hungrigen viel zu früh und warteten lange, um sicherzustellen, dass sie auch bedacht wurden. Naja, verständlich, wenn man versucht, die Nahrung der Familie für die kommende Woche sicherzustellen. Und wie immer verhalten sich die Hungrigen diszipliniert und geduldig, um es der Corona-Gang so leicht wie möglich zu machen. Also los geht's. Die Bürokraten sind mal wieder vor der Sonne in den Schatten geflüchtet, aber das ist ja auch fast so wie immer. ID-Karten einsammeln, die sind ja schon parat, das geht schnell. Und für die Kinder ist das Warten ein wenig langweilig, aber die meisten von ihnen wissen, dass es als Belohnung für das Warten später was Süßes und einen Luftballon gibt. Und das ist für viele der Zwerge der Höhepunkt der Woche.
Wer registriert ist, bekommt seine Abholnummer und verholt sich zur Hauptstraße, wo die Ausgabetische schon bestückt werden. Heute gibt es mal wieder Hilfe aus Europa. 2 unserer regelmäßigen Unterstützer aus Deutschland treten an, um der Corona-Gang nicht nur finanziell, sondern auch vor Ort unter die Arme zu greifen. Es sind Evelyn und Lutz, die, wie sonderbar, eigentlich nach Phuket gekommen sind, um nach 3 Jahren endlich mal wieder ihre Nasen unter Wasser zu stecken. Aber Neptun meint es nicht gut mit ihnen. Sie kamen an und am gleichen Tag setzte der Monsun recht heftig ein. Regen und meterhohe Wellen haben ihnen die Tauchgänge eine Woche lang versaut. Die beiden wussten um das Wetterrisiko in dieser Zeit und helfen jetzt erstmal der Corona-Gang. Dafür zeigt sich Neptun dann gnädig und kündigt gutes Wetter an. Die beiden dürfen am nächsten Tag tauchen gehen, aber erstmal wird richtig gearbeitet. So rattert die Corona-Maschine mal wieder vor sich hin und die Schlange der Hungrigen schiebt sich an der Ausgabe vorbei. Den Fußlahmen wird natürlich auch geholfen. Irgendeiner der Coroneros macht sich dafür immer frei für sie. Natürlich werden die Kinder wieder mit einer Kleinigkeit bedacht. Dabei fragen einige der Kleinen, ob Evelyn vielleicht eine Schwester der Weißen Fee ist. Die haben sie ja noch gut in Erinnerung. Irgendwann lichtet sich die Schlange, die letzten Portionen gehen über den Tisch und wenn die leer sind, wird aufgeräumt. Auch wie immer. Und, welche Überraschung, da kommt schon das Fahrzeug, um für die Tour ins Nobelviertel beladen zu werden. Na sowas, auch wie immer. Dann steigen die 9 Volontäre, Prop und der Dino ins Auto und machen sich auf zur Tour in die Gegend, welche Touristen normalerweise nie zu sehen bekommen. Als erstes geht es zu der obdachlosen Mutter mit dem Kleinkind. Die Frau hat so gut wie kein Planungsvermögen, was wir ihr aber nicht zum Vorwurf machen. Aber das Kind tut uns allen sehr leid.
Einer unserer Dauerunterstützer ist bereit, für die beiden eine einfache Unterkunft zu finanzieren. Die erste Gelegenheit wurde uns schon von der Nase weggeschnappt, aber jetzt gibt es wieder ein Angebot. Da wir erst noch den Rest der High Society versorgen müssen, verabredet sich Prop mit der Mutter 4 Stunden später zur Besichtigung. Leider ist sie dann, als Prop und der Dino kommen, nicht anwesend und auch nicht aufzufinden. Mal wieder eine vertane Chance. Die Tour geht dann wie gewohnt weiter. Hin und wieder kommt dann noch der eine oder andere Abfallsammler vorbei und ergreift die Gelegenheit, mal was Essbares zu ergattern. Sonst läuft die Tour wie gewohnt und alle freuen sich, die Neulinge, Props freundliches Gesicht und des Dinos zerzaustes Haar zu sehen. Zuletzt kommen dann noch Selbstabholer und Repräsentanten der Sea Gypsies in die Villa Chaos, um ihre Beute einzusammeln, und dann ist endlich Feierabend.
Euch in Europa wünschen wir noch einen frohen Pfingstmontag, gute Gesundheit und schönes Wetter. Eure Corona-Gang.